Servus miteinander, ich hoffe euch geht's gut soweit. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr eure Bremshebel bzw. Bremsgriffe am Radl perfekt einstellt, wenn ihr zum Beispiel ein neues Radl bekommen habt oder generell einfach die Armaturen perfekt einstellen wollt. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Die allerbeste Bremse, egal wie stark die ist, bringt euch nichts, wenn ihr eure Bremshebel bzw. Bremsgriffe nicht sauber eingestellt habt, und das ist eigentlich so eines der allerwichtigsten Sachen, die man bei den Einstellungen vornehmen muss, und wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ganz wichtig, die Bremse bei euch sollte auf jeden Fall sauber entlüftet sein und schleiffrei eingestellt sein. Wir schauen uns jetzt in diesem Video wirklich nur den Bremsgriff bzw. Hebel an, und am Bremssattel selber machen wir heute nichts. Ich habe meine Armaturen jetzt mal ganz wild eingestellt, und wir gehen mal jetzt Schritt für Schritt durch, wie wir das perfekt auf meine Größe und auf meinen Fahrstil einstellen können. Schritt Nummer 1 ist die Position der Bremsgriffe am Lenker. Und was ist damit gemeint? Wie weit ich die Bremsgriffe nach innen oder nach außen schiebe. Dazu löst ihr einfach einmal die Schraube der Bremsarmatur bzw. des Bremsgriffs. Wichtig in dem Zusammenhang ist, oft habt ihr auch noch die Schaltarmaturen separat, und da müsst ihr halt einfach die Schelle ebenfalls öffnen, damit ihr beide Armaturen quasi nach innen oder nach außen verschieben könnt. Wichtig ist jetzt, die Hand aufzulegen und mit dem Handaußenballen am Ende vom Lenker, ja, erst einmal hier zu sein, und dann schiebt euch die Bremse so weit nach innen, dass der Zeigefinger am äußeren Hebelende ist und ihr das noch angenehm, also das äußere Hebelende noch angenehm greifen könnt, und dann befestigt die Schraube wieder ganz leicht, dass ihr die Armatur noch nach oben und unten neigen könnt. Wichtig ist jetzt, dass der Zeigefinger gerade ausschaut, das heißt, dass ihr den nicht irgendwie verstellen müsst, sondern dass es eine angenehme Position ist und dass ihr einfach nur den Zeigefinger nach vorne öffnet. Ein wichtiger Hinweis in dem Zusammenhang: Ich habe jetzt hier eine sehr gute Bremse verbaut, und da reicht ein Finger in der Regel von der Power locker aus, also von der Bremsleistung. Wenn ihr etwas ältere oder schwächere Modelle verbaut habt, dann schiebt euch die Bremse nur so weit nach innen, dass ihr sowohl mit dem Zeigefinger als auch mit dem Mittelfinger den Hebel betätigen könnt, weil ihr einfach ein bisschen mehr Bremspower braucht. Das gleiche machen wir natürlich hier auf der anderen Seite auch. Ihr könnt jetzt alternativ hier den Abstand von Griff also von normalen Griff zu Bremsgriff abmessen, hier die Distanz, und hier übertragen. Oder ich mache es jetzt wieder mit der gleichen Methode wie gerade. Das heißt, Hand Außenballen an das Griffende, schiebe ich mir den Bremsgriff so weit nach innen, dass ich hier mit dem Zeigefinger wieder vorne drauf bin, und schraube mir den Bremsgriff wieder etwas fest, damit ich den Bremsgriff nur neigen kann. Schritt Nummer 2. Es geht weiter mit der Neigung der Bremsgriffe. Ihr stellt euch oder ihr lehnt das Bike an eine Wand zum Beispiel, könnt euch hier ganz gemütlich in die Grundposition begeben. Das heißt, im Stand, Ellbogen leicht gebeugt, Knie leicht gebeugt, und jetzt dreht euch die Bremsgriffe so weit, dass der Unterarm, das Handgelenk und der Zeigefinger in einer Linie sind. Ja, das heißt, ihr habt jetzt hier eine ganz natürliche Position und habt keinen Knick hier im Handgelenk. Das ist wichtig, damit ihr keine Probleme bekommt. Und das schaut jetzt ganz gut aus. So könnt ihr jetzt hier die Armatur bzw. den Bremsgriff dann festziehen. Für die Einstellung der anderen Seite dreht euch am besten das Radl kurz rüber, oder alternativ könnt ihr auch jetzt von der Seite schauen, von der Neigung, und dann könnt ihr sehr gut vergleichen, dass beide Bremsgriffe eben die gleiche Neigung aufweisen. Das funktioniert auch ganz gut. Ja, die Einstellung der richtigen Neigung ist vor allem deswegen so wichtig, weil ihr sonst einen Knick im Handgelenk bekommen könnt, und wenn ihr auf einer längeren Tour unterwegs seid, können euch die Handgelenke einschlafen oder ihr sonst generell Probleme bekommen, und das wollen wir heute auf keinen Fall.
Ein persönlicher Tipp zum Drehmoment der Schraube, der Befestigungsschraube. Ihr könnt es entweder mit dem vorgegebenen Drehmoment vom Hersteller anziehen oder alternativ etwas leichter. Und zwar so leicht, dass ihr die Armatur, wenn ihr hier ein bisschen Gas gebt, dass man die noch drehen kann. Ja, das hat den Vorteil, wenn ihr mal einen Sturz habt, ja, dann dreht sich die Armatur weg und ja, dann bricht eventuell der Hebel nicht ab oder die Armatur wird einfach nicht so beschädigt. Dann noch ein Tipp für die ganzen Abfahrtsspezialisten unter euch, also die ganzen Downhiller und Freerider. Das Radl ist ja dann meistens in der Position und für euren Fahrstil ist es dann ideal, wenn ihr die Bremsgriffe bzw. Hebel noch ein bisschen weiter nach oben dreht. Dann Schritt Nummer 3, Einstellung der Hebelweite. Hebelweite ist das gemeint, der Abstand des Bremshebels zum Griff, und den solltet ihr folgendermaßen einstellen, dass wenn ihr die Hand wieder drauf legt und den Zeigefinger auf den Hebel legt, dann soll das erste Grundgelenk vom Zeigefinger genau hier beim Hebel liegen. Und genau so passt euch die Hebelweite an. Bei mir kann man das jetzt ohne Werkzeug machen, hier über das Drehrad, und da müsst ihr einfach schauen, welches Modell ihr habt. Es gibt viele unterschiedliche Einstellmöglichkeiten, bei vielen muss man es mit dem Werkzeug machen, und wie gesagt, bei dem Hebel hier geht es auch einfach ohne Werkzeug über dieses Rädchen. Dann Schritt Nummer 4, Einstellen des Druckpunktes. Was ist der Druckpunkt überhaupt? Das ist der Punkt, ab wann die Bremskraft einsetzt, und das könnt ihr auch nicht bei jeder Bremse einstellen, in der Regel nur bei den hochwertigen Modellen. Bei mir geht es jetzt hier über dieses Drehrädchen, und ihr seht es schon, bei mir setzt dieser Punkt relativ schnell ein. Ich mag es ja recht responsive, sage ich mal. Das heißt, dass die Bremspower gleich kommt, und das ist wirklich ein persönlicher Geschmack. Da müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren. In der Regel stellt man so ein, dass man einfach die maximale Bremspower erzielen kann, und passt auf, dass der Hebel, also wenn der Druckpunkt kommt, dass der nicht zu nahe am Bremsgriff ist. Man kann sich sonst auch einen von den anderen Fingern einzwicken. Also ein bisschen Abstand zum normalen Griff sollte schon sein. Da müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren und das nach persönlichem Geschmack einfach einstellen. Das war's soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr nur irgendwelche Fragen habt zu den Einstellungen der Bremsarmaturen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.